Der Schnittschutz von MTP. Ist das der neue Standard für Polizei, Security oder den Zivilschutz? Moin! Heute stellen wir euch den Schnittschutz von MTP vor. MTP steht für Multiple Threat Protection, kommt aus Spanien mit über 20 Jahren Erfahrung. Und diese fließt maßgeblich in das Design der ganzen Einsatzbekleidung ein und die schauen wir uns jetzt mal genauer an. Denn was unterscheidet den Schnittschutz von MTP von anderen Schnittschutzbekleidungsarten? Das ist eigentlich ganz einfach. Hier wird versucht, Schnittschutz genau dort anzubringen, wo er im Einsatz vonnöten ist. Und die Bereiche, die zum Beispiel in dem Einsatzgebiet keinen Schnittschutz brauchen, auszusparen, leichter zu machen und atmungsaktiv zu erhalten. Denn tragt ihr beispielsweise schon eine Schutzweste oder auch einen Plate Carrier, benötigt ihr meistens ja den Schnittschutz nicht auf der Brust, der Front, dem Rücken, sondern maßgeblich auf den Armen, gibt es, wie wir hier sehen, schon eine passende Bekleidungsart dafür. Das hat natürlich den Vorteil, dass das Material und Gewebe, das auf der Haut getragen wird, wie ganz normale Funktionswäsche gefertigt werden kann. Es ist also dann schnell trocknend, feuchtigkeitsregulierend etc. Auch in diesem Fall elastisch und dem Körper angepasst und nicht so starr bzw. schwer wie dann der normale Schnittschutz. Aber in der Regel wird dieser Schnittschutz ja in verschiedenen Lagen aufgebaut. Also wir haben meistens außen Stoff, innen Schnittschutz, dann vielleicht nochmal ein Futter und das wirkt natürlich dann nochmal eher wärmend. Auch dieses Lagensystem hat MTP komplett überdacht. Wir sehen das hier. Diese grauen Bereiche sind immer der Schnittschutz, die schwarzen Bereiche sind der normale Stoff. Und da sieht man dann schon, dass eben der Schnittschutz wirklich außen liegend ist auf der Bekleidung und nicht wie bei dem meisten Schnittschutz innen. Und das hat natürlich diverse Vorteile, die schauen wir uns jetzt gleich mal an. Zum einen, das hatten wir jetzt schon, muss ich den Schnittschutz nicht auf der ganzen Bekleidung haben, wenn ich ihn nicht benötige. Hier bei dem Schlauchschal auch ganz gut ersichtlich, ist er in der Halsregion natürlich vorhanden. Aber sollte ich mich einfach nur ein bisschen vor Kälte schützen wollen, habe ich in diesem Fall nach oben hin einen ganz normalen Schlauchschal. Hier auch mit Netzgewebe, um besser atmen zu können, trotzdem den Hals geschützt. Zu diesem partiellen Schnittschutz und den Vorteilen, wie zum Beispiel Körperregionen, wie hier unter den Achseln, dann atmungsaktiv zu lassen, haben wir natürlich den Vorteil, dass der Schnittschutz, der außen liegt, bei Beanspruchung nicht gleich kaputt geht, beziehungsweise das tut der Schnittschutz generell nicht, aber die Kleidung auch nicht darunter leidet. Das hatten wir im letzten Video schon gezeigt. Hier der normale Schnittschutz, der innen liegt, außen nochmal Baumwollgewebe, ist sehr zivil, kann als normale Jacke getragen werden. Wenn er aber zum Einsatz kommt, dann wird er äußerlich beschädigt, also euer Bekleidungsstück sieht dann nicht mehr so gut aus. Das macht den Schnittschutz natürlich nicht weniger effektiv, aber klar, eure Bekleidung von außen sieht dann ramponiert aus, schützt euch immer noch. Aber das, was ihr eigentlich hattet, also diese zivile Bekleidung nach außen, die ihr einfach so tragt, die leidet dann natürlich darunter. Das ist aber natürlich auch ein erheblicher Unterschied. Das eine ist einfach ein Bekleidungsstück, das sieht aus wie ein T-Shirt, wie eine Jacke etc. Da fallt ihr nicht mit auf. Hier handelt es sich natürlich wirklich um eine Funktionswäsche. Da würde jetzt vielleicht nicht jeder sehen, dass ihr Schnittschutz tragt, aber das ist jetzt nichts, was ihr einfach so mal anzieht, wenn ihr mal ins Kino gehen möchtet oder sowas. Wobei selbstverständlich so ein Langarm-Shirt oder auch ein T-Shirt unter der Kleidung getragen werden kann. Jetzt geht es aber nur darum, dass man das wahrscheinlich nicht einzeln tragen wird, sondern eben immer mit weiterer Bekleidung oder Einsatzausrüstung. Und darum geht es im Endeffekt auch. Das hier ist Einsatzbekleidung, die ist ganz klar für die Polizei, für Security oder andere Einheiten gedacht. Zusätzlich als ergänzendes Bekleidungsmaterial eben zu der Ausrüstung oder der Uniform. Jetzt haben wir das meiste schon gezeigt. Ich möchte es trotzdem der Vollständigkeit halber einmal aufführen. Was also bietet MTP derzeit in der Bekleidungslinie? Das ist zum einen ein Langarm-Shirt, das maßgeblich für einen Plate Carrier gedacht ist oder eine Schutzweste, welches dann die Arme schützt. Dann haben wir einen verlängerten Schlauchschal mit atmungsaktivem Meshgewebe für Nase und Mund, aber einem Halsschutz. Für alle, die die Arme schützen wollen, aber nicht gleich noch ein ganzes Shirt tragen möchten, gibt es auch nochmal Armstulpen, die dann praktisch so ein Longsleeve ersetzen können. Dann, wie eingangs erwähnt, für die wärmeren Zeiten einfach mal ein T-Shirt, was den Körper schützt. Das Longsleeve, was nur die Arme schützt, hatten wir schon. Und natürlich nochmal eine Voll Protection, Arme, Körper, Rücken.
bei dem dann aber zum Beispiel die Achseln wieder frei und atmungsaktiv sind, denn die wenigsten Messerangriffe gehen genau in diese Region und dadurch ist man dann dennoch eigentlich komplett am Oberkörper und Arm geschützt. Dazu bietet natürlich MTP auch noch diverse Handschuhe mit verschiedenen Schnittschutzarten an, also einmal Vollschnittschutz, dann mit Leder oder auch nur die Handinnenfläche geschützt, die in diesem Fall wie hier zum Beispiel sogar noch einen Stichschutz bietet. Und damit kommen wir zum letzten, was MTP auch im Programm hat, das ist Stichschutz. Wir haben hier diese Westen, die nicht nur Schnitt, sondern auch Stichschutz bieten und das Ganze natürlich auch nochmal mit Molleschlaufen in einer taktischen Variante. Damit ist die Produktlinie von MTP gut aufgestellt, um gerade bei Zugriff, bei einem Einsatz oder auch im zivilen Bereich Schutz zu bieten, was Oberkörper, Arme etc. anbietet. Eine Frage stellt sich natürlich dabei, was ist mit den Beinen? Denn das Angebot an Schnittschutzhosen ist sehr übersichtlich. Wir haben jetzt hier mal eine mit dazu genommen von 3PF, die innenliegend im Oberschenkelbereich Schnittschutz besitzt und so die Arterie femoralis geschützt ist oder umgangssprachlich die Hauptschlagader im Oberschenkel. Ich hoffe, wir konnten euch nochmal eine Alternative zeigen zu dem bisher herkömmlichen Schnittschutz, den wahrscheinlich viele können. Und sollte euch das Video gefallen haben, dann lasst doch bitte ein Like oder ein Abo da. Möchtet ihr noch mehr über Schnitt- oder Stichschutz sehen, schreibt es in die Kommentare, dann werden wir auch da noch was vorstellen. Und damit sind wir am Ende. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.